Tag auch, ich bin der Mathis und willkommen zu Pimp My Gummotex. Heute möchte ich euch meine Änderungen am und rund ums Gummotex Seawave vorstellen. Oh. Auch ich hatte ab und an mal die leidigen Probleme mit dem Überdruckventil. Deswegen sollte das hier euer bester Freund sein, denn ohne das kann so eine Tour zu Ende sein, bevor sie überhaupt begonnen hat. Das letzte Mal hatte ich Probleme an der Ruhr, als ich mit Sebastian 3 Tage auf der Ruhr unterwegs war. Da hatten wir halt bei Start ein undichtes Überdruckventil in einem der beiden Boote. Hiermit haben wir das Ventil dann schnell ausgebaut, einmal gereinigt. Nach der Tour habe ich überlegt, was kann ich da tun? Zukleben bin ich nicht ganz der Freund von, muss ich sagen. Denn irgendwie finde ich es doch beruhigend, dass die Bodenkammer einfach ein bisschen Luft ablässt, bevor sie Peng macht. Dann bin ich für mich halt auf folgende Lösung gestoßen. Ich habe das Überdruckventil einfach mit ein bisschen Panzertape oben abgeklebt. So kommt kein Dreck mehr rein eigentlich in das Ventil unten und da können sich die Steinchen auch nicht dann in das Ventil setzen, sodass es undicht wird. Bislang hat es immer ganz gut funktioniert. Der einzige Unterschied, den das Ganze macht, ist, dass es beim Aufpumpen einen wunderbaren Ton macht. Die Luft entweicht einfach langsamer als vorher, weil sie da nicht mehr so gut rauskommen. Vorteil, man hört aber eventuelle Undichtigkeiten auch. Im Notfall kann man das halt noch dermaßen mit Panzertape zukleben, dass man damit auch vernünftig auf Tour gehen kann, selbst wenn es undicht ist. Und deswegen komme ich mit der Lösung für mich erstmal so ganz gut klar. Ja, mittlerweile ist die originale Steueranlage von Gummotex ja scheinbar halbwegs brauchbar. Das war vor 3 Jahren definitiv noch nicht der Fall, als es noch dieses komische Brettchen als Stemmbügel gab. Und um nicht die Hälfte der originalen Anlage in die Tonne kloppen zu müssen, habe ich mir die Steueranlage komplett selbst zusammengestellt. Dazu habe ich mir ein halbwegs günstiges Ruder bei eBay bestellt. Als Stemmbügel mit Pedalen habe ich die von Grabner genommen und die Konsole habe ich mir in Siebdruck angefertigt. Im Endeffekt habe ich da aber nur die Gummotex-Befestigung in Siebdruck nachgebaut. Bislang bin ich damit zufrieden, das Ganze funktioniert wie es soll. Deswegen habe ich da jetzt erstmal keine Not, das auszutauschen. Sollte ich da in nächster Zeit mal Bedarf haben, weil doch sich mal irgendwie eins der Konsolen verabschiedet, werde ich bei eBay Kleinanzeigen gucken. Da habe ich einen Anbieter gefunden, der so Konsolen herstellt, sogar inklusive zusätzlichem Lenzloch, was man sich dann noch ins Boot stemmen kann, sodass man auch mit montiertem Steuer das Boot vernünftig lenzen kann. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, die Steuerseile in so einem Schlauch zu verlegen. Solltet ihr nämlich mal mit Gepäck hinten unterwegs sein, klemmt ihr euch so nicht die Schnüre ständig ein. Hinten habe ich je Seite 2 D-Ringe angebracht für den Bootswagen, um den vernünftig festzurren zu können. Das hält bei mir problemlos, wenn man denn den richtigen Kleber benutzt. Im ersten Versuch hatte ich den Kleber aus dem Reparaturkit, der beim Boot dabei ist, genommen und da haben die Patches sich dann doch irgendwann abgelöst. Im zweiten Anlauf habe ich den Werkstattkleber von Grabner genutzt und das Ganze hält jetzt seit 2 Jahren tadellos, hat auch über 40 Grad in der Sonne auf dem Wader überstanden und bin ich soweit zufrieden mit. Tun das, was sie sollen. Kommen wir zum Sitz. Da habe ich für mich am Anfang den Sitz aus dem Gummotex Solar mitbestellt. Da ist die Lehne ein bisschen höher, sodass man sich doch noch ein bisschen schöner anlehnen kann. Mit dem Sitz bin ich soweit super zufrieden. Der passt sowohl hier ins Seawave vernünftig, auch mit Verdeck. So ein kleines bisschen steht da drüber, aber das funktioniert auch mit Spritzdecke und Schwimmweste und Trockenanzug und allem. Genauso passt der ins Swing, wenn man sich dann noch einen entsprechenden Beschlag einklebt. Das ist eine feine Sache, bin ich sehr zufrieden mit. Ein weiterer Vorteil sind die 2 getrennten Luftkammern für Sitzfläche und Rückenlehne. Aus irgendeinem Grund ist hinten
der Riemen am Boden ziemlich kurz geraten, sodass man dort nicht ausreichend Länge hat, um den Sitz vernünftig hier am Beschlag zu befestigen. Dafür habe ich mir diese Lösung ausgedacht. Im Endeffekt ein Stück Schnalle mit ein bisschen Gurtband. So kann ich dann relativ einfach das originale Gurtband schnell und beliebig verlängern. Zur Gepäckbefestigung hatte ich anfangs diese günstigen Gummispanner, von denen ich allerdings überhaupt gar nicht mehr begeistert bin. Diese kleinen Gumminoppen hier vorne, die fallen schon mal ganz gerne ab und dann hat man hier unheimlich scharfe Kanten und Grate dran und das Ganze möchte ich ehrlich gesagt nicht am Luftboot scheuern haben. Als Lösung habe ich für mich solche Dinger hier gebaut, und zwar habe ich das, glaube ich, bei eBay bestellt. So ein Gummiseil mit ein paar von diesen Haken im Set. Die kann man sich dann selber zusammenstopfen, das Gummiband entsprechend auf Länge schneiden und keine scharfen Kanten, halten ganz gut. Ich habe die immer hier eigentlich am Boot befestigt, sodass ich es auch nicht verlieren und vergessen kann. Und damit kann man Gepäck wunderschön hier am Boot sichern. Für Gewässer mit Kennzeichnungspflicht haben wir uns hier die Bootsnamen drucken lassen. Auf ein Stück Plane. Auf der Rückseite habe ich das Ganze umgeklebt und hier an den Enden jeweils noch einen Schnürsenkel reingeklebt. So kann man das schön und flexibel am Boot befestigen. Aus Reststücken habe ich mir hier so kleine Halter gebaut. Im Endeffekt ein Stück Cordura. Unten Haken, oben Flausch und hier noch ein kleines Bändchen aufgenäht, sodass ich hier eine Öse habe, um dort alles Beliebige festmachen zu können. Zum Beispiel eben die Plane mit dem Bootsnamen. Das Ganze lässt sich an beliebiger Stelle auf der Klettleiste vom Seawave befestigen, egal ob das Verdeck drauf ist oder nicht. Mit der Bootsbeschriftungspflicht einher geht auch die Pflicht, in den Halter des Bootes zu kennzeichnen. Und da habe ich mir hier so eine Hundemarke gravieren lassen. Das wird hier an einem Karabiner am Boot befestigt. Und so ist die Halterkennzeichnung immer am Boot. Als günstige Alternative habe ich jetzt entdeckt, gibt es bei der deutschen Seenotrettung für Kites so Textilaufkleber, die man dort gegen Spende bestellen kann. Und alternativ kann man sich diese einfach ins Boot kleben. Ich glaube, das werde ich auch noch mal tun. Wie schon erwähnt, von diesen Gummi-Expandern bin ich jetzt nicht so der Freund von denen mit den normalen Haken, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Bootswagen. Wenn man dann das voll beladene Boot auf dem Bootswagen hat und der dreht sich irgendwie unten drunter weg, weil die Expander nicht richtig straff genug sitzen und die ganze Fuhre kippt einem um, dann macht das keinen Spaß. Und daher habe ich mir da auch was einfallen lassen. Und zwar gehe ich dort auf Spanngurte. Aber mit normalen Spanngurten hat man immer das Problem, man muss ja erst hier auf der einen Seite durchfädeln, dann auf der anderen Seite durchfädeln, dann wieder zurück, hier zusammenfädeln, straff ziehen, dann rutscht das untere Gurtband nicht richtig nach. Und irgendwie ist das nur nervig. Daher bin ich auf diese Lösung gekommen. Und zwar habe ich einen normalen Spanngurt genommen, den in der Mitte durchgeschnitten und an beiden Enden habe ich hier so Karabiner für Spanngurte angenäht. So kann ich ganz einfach die ganze Geschichte auf der einen Seite einhaken, auf der anderen Seite einhaken und hier oben ganz gemütlich stramm ziehen. Das gleiche kann ich natürlich hier dann ein zweites Mal machen. Ja, und auch bei Umtragungen kann das Ganze dann schnell umgerüstet werden. An dem Beach Buggy habe ich mir hier so Ösen befestigt, auch mit Ringen oder unten mit Karabinern, um das dann auch dort schnell einhaken zu können. Das Boot drauf, dann die Spanngurte drüber legen, auf der einen Seite einklinken, auf der anderen Seite einklinken. Die Gurte kann ich anschließend ganz einfach von oben festzurren. Und das Boot ist fest mit dem Beach Buggy verbunden. Zum Abmontieren
Das gleiche Spiel andersrum. Hier oben einfach die Gurte in der Mitte lösen, unten alles aushaken und fertig. Vorne und hinten habe ich mir jeweils so einen Knebelgriff noch an den originalen Griffen befestigt. Ich finde, so kann man die Boote einfacher tragen oder auf den Bootswagen ziehen. Kleiner Zusatznutzen bei meiner speziellen Art des Steuerblatts, da ich zu 99% vergesse, wenn ich anlande, das Ding hochzuziehen, habe ich hier einen praktischen Feststellmechanismus. Seitdem ich das Seawave mit verdeckt paddel, habe ich ein Problem. Und zwar komme ich an meinen Trockenbeutel, wo das ganze Kameraequipment drin ist, nicht mehr so gut dran. Folgerichtig habe ich mir dann noch dieses gute Stück hier besorgt, und zwar eine Decktasche. In diesem Fall von Hiko, die Halbeck heißt sie, glaube ich. Passenderweise passt hier so ein Stativfuß, den ich noch hatte, ganz gut drauf. Der lässt sich hier auch wunderbar durch die Schlaufen schieben. Das hält bombenfest. Ich kann die volle Tasche an dem Dingen hochheben. Selbst so kriege ich das nicht raus. Da brauche ich mir also keine Angst zu machen, dass ich die Kamera unterwegs verlieren sollte. Das Ganze ist als Rucksack verwendbar. Die Taschen kann man hier hinten auch verstauen. Dann haben wir hier 6 Haken. Das lässt sich wunderbar hier am Deck des Seawave befestigen und eine tolle Sache, finde ich. Als kleinen Bonus kann man die geschlossene Decktasche noch hier wunderbar als Getränkehalter verwenden. Ja, das waren sie, meine Änderungen am und rund ums Gomotex Seawave. Ich hoffe, für euch war vielleicht irgendwas dabei. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wenn ihr Lust habt, habt ihr hier noch ein weiteres Video von mir. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!